Möchtest du deine Rede oder deine Videobotschaft vom Teleprompter ablesen und du möchtest, dass es authentisch aussieht und klingt? In diesem Video zeige ich dir, wie es geht. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist hier in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Auftrittsexpertin, Moderatorin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg. Und hier in diesem Kanal bekommst du regelmäßig Tipps für deinen überzeugenden Auftritt und gelingende Kommunikation. Angela Merkel benutzte ihn, Joachim Gauck auch. Und Barack Obama hat sogar 2 davon, wenn er bei seinen Veranstaltungen Reden hält. Teleprompter wie dieser sorgen dafür, dass Menschen wie geschliffen reden können und dass sie den Text genauso sagen, wie sie sich ihn vorher überlegt haben und aufgeschrieben haben. Das ist sicher einer der großen Vorteile von solchen Geräten, dass du eine große Planbarkeit hast, also die Dinge so zu sagen, wie du die dir vorher überlegt und aufgeschrieben hast. Und gerade in großen Unternehmen ist es ja so, dass Stäbe den Managern oder den Vorständinnen zuarbeiten und die Texte für Videobotschaften oder Präsentationen schreiben. Und eben mit so einem Teleprompter hast du dann eben die Sicherheit, dass alles so gesprochen wird, wie es vorher abgestimmt ist. Du hast also die volle Kontrolle. Der Nachteil von solchen Geräten ist allerdings, dass die Authentizität oft auf der Strecke bleibt, weil die meisten Leute lesen dann einfach nur den Text ab und die Emotionen sind gar nicht mehr vorhanden. Und das führt ganz oft dazu, dass die Leute sich dann gar nicht mehr von dir angesprochen fühlen, wenn du einfach nur einen Text abliest, auch wenn du so schön in die Kamera guckst oder ins Publikum schaust. Also das ist sicher einer der größten Nachteile und oft ist es auch so, dass Menschen, die nicht erfahren sind mit Telepromptern, dann eben so merkwürdige Augenbewegungen machen, wenn sie etwas ablesen und das wirkt dann auch wenig souverän. Das heißt also, du musst dich entscheiden zwischen will ich Sicherheit und Kontrolle oder will ich Authentizität und Emotionalität? Und eines gleich mal vorweg, das glauben ja immer viele, Teleprompter spart Zeit, ja. Überhaupt nicht, weil die Zeit, die du vielleicht für das Einsprechen des Videos sparst, weil du da einen Text vor dir hast, die brauchst du ja vorher, um diesen Text zu schreiben. Und jetzt glauben ja viele, ja, den Text, den lasse ich mir dann von jemandem anderen schreiben. Das funktioniert auch nicht. Du musst den Text also zumindest selber überarbeiten. Hier aber erst einmal ein paar Tipps, wie du mit so einem Gerät arbeiten kannst. Als erstes musst du ja einen Text schreiben für einen Teleprompter und der wird anders geschrieben als ein klassischer Text, den du irgendwo drucken möchtest oder eine E-Mail, die du schreibst. Für den Teleprompter musst du nämlich fürs Lesen schreiben. Oder wir sagen fürs Hören schreiben. Und gesprochene Sprache klingt einfach total anders wie geschriebene Sprache. Oft sind die Sätze nicht geschliffen. Nicht jeder Satz hat Subjekt, Prädikat, Objekt. Und das kannst du beim Schreiben fürs Hören genauso anpassen. Ich habe als Fernsehjournalistin und Fernsehmoderatorin gelernt, immer laut beim Texten mitzusprechen. Also du schreibst und sprichst und hörst dir gleichzeitig zu und hörst, würde ich das so sagen? Würde ich im Normalfall so reden im Alltag? Das ist total wichtig, dass du also in Alltagssprache schreibst. Also möglichst einfach, möglichst nur ein Gedanke pro Satz, möglichst kurze Sätze, also keine Schachtelsätze schreiben. So ist gesprochene Sprache. Und wenn du dich beim Schreiben darauf konzentrierst, und eben nicht so pingelig bist mit jeder Satzstellung, dann schreibst du besser für den Teleprompter und dann fällt das Lesen dann später auch leicht. Und dann solltest du natürlich von so einem Teleprompter gut ablesen können, so dass das natürlich klingt. Und das muss man ein bisschen üben. Also du musst üben, in einen natürlichen Sprechrhythmus zu kommen.
Pausen sinnvoll zu setzen und auch am Satzende Punkte zu machen. Du musst wissen, wann sich die Stimme hebt, wann sie senkt, wie man das normalerweise betonen würde. Und hierzu haben wir einen ganz wunderbaren Kurs von Michael Rossier. Das ist ein Videokurs, mit dem du selber lernen kannst, vom Teleprompter gut abzulesen. Wir haben den da oben mal verlinkt. Da gibt es ganz viele Informationen, ganz viel Material. Wenn du diesen Kurs gemacht hast, dann kannst du richtig gut vom Teleprompter ablesen. Ganz wichtig ist natürlich auch für deine Authentizität, dass du die Körpersprache nicht vergisst. Dieses Video jetzt hier bei YouTube, das mache ich ohne Teleprompter, so wie alle meine Videos, die bei YouTube laufen. Die sind frei gesprochen. Gelegentlich mache ich aber Online-Videokurse mit Teleprompter und ich möchte dir hier mal einen kleinen Ausschnitt zeigen, dass sich die Körpersprache zu der, wie ich sie jetzt habe, überhaupt nicht unterscheidet. Achte darauf, dass deine Fragen offen gestellt sind, also dass man sie nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Und es muss natürlich deutlich werden, worum es geht, also was du genau wissen willst, wozu du Input oder kreative Ideen möchtest. Und noch was ist dir wahrscheinlich gerade aufgefallen, damit es authentisch klingt, muss natürlich auf die Sprache auch die Emotionen drauf. Und das ist in der Tat ein bisschen anspruchsvoll, also abzulesen und gleichzeitig emotional zu sprechen, aber mit ein bisschen Übung kann das gelingen. Und hier noch mein Tipp, versuche vor allem den Anfang und das Ende frei zu sprechen. Also Hallo und herzlich willkommen oder Tschüss und einen schönen Tag. Das ist nicht ganz so schwierig und da kannst du frei sprechen und besonders emotional sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Ausprobieren und Unterstützung gibt's im Kurs von Michael Rossier.